In my study program, I have to write one exam for the whole class at the end of the semester. And if you have the class with a laboratory, you need to write reports for that laboratory. Maybe it's a final report, maybe are severals. And in my case, it was a nice thing that the professor make all the examination accordingly to the things that they explain in the lectures. I think it was sufficient only with attending to the classes and having these seminars and discussion with the professors. And I will say, like, the level of difficulty of the exams were accordingly that it was taught in the lectures. Yes, are related to exams. Anyhow, you have, of course, written exams. Usually at the end of the semester in a special examination period, you have, in some cases, oral exams with the professor. There are the form of alternative examination achievements. This is normally just spread over the semester. That means you can have a presentation to make about a topic or several presentations. There might be group works and some smaller results are just to make a report at home, homework report. You hand in to the professor and get it evaluated, and all these smaller achievements in the end count as a completed achievement for the whole semester. Yeah, so this is alternative achievements, and there's also some subjects, so-called Scheinleistung. That means you have to pass, but only this. You have to pass successfully, but there's no mark, there's no examination, in difference to real examinations, which can be repeated once or twice only, these general study achievement, just the taking part achievement, can be repeated endless. So, but you have to pass it anyhow. Also ich beim ersten Semester habe ich fast von jedem Fach Klausur geschrieben. Mir fehlt noch eine, die ich sogar am Donnerstag schreibe. Aber von einem Fach haben wir so diesen Facharbeit. Da müssen wir noch, ich weiß noch nicht, worum es geht. Aber ja, wir haben auch manchmal Präsentationen, die wir in der Vorlesungszeit machen, damit wir so keine Klausuren in die Prüfungszeit haben. Und zum Beispiel Facharbeiten müssen wir in die Ferien machen, also vorlesungsfreie Zeit machen. Und ja, also es ist nicht nur Klausuren, sondern machen wir auch Präsentationen, wie gesagt, Facharbeiten, Monographien. Also die Möglichkeiten sind fast alle. Kommt jetzt auch darauf an, wenn man schon Erfahrung vielleicht von anderen Unis aus anderen Ländern hat. Was ich von vielen höre, dass die mehr Prüfungen haben tatsächlich als wir. Wir haben immer nur am Ende vom Semester eine Prüfungsphase, während andere jetzt vielleicht Midterms, Preterms, was auch immer alles haben. Und das verleitet natürlich auch so ein bisschen dazu, bisschen zu warten, bis man sich auf die Prüfungen vorbereitet. Also das darf man vielleicht nicht unterschätzen. The credit points is, how to say, more or less a system to describe the workload a student has to take over semester, and it's related to the time you have lectures, and so in standard you make 30 credits per semester. That means there is e.g. a 180 credits master program. That means it's bachelor program means 6 semesters. 6 times 30 credits. So this is a maximum workload. You can get more if you make more, but this should be the standard. However, it depends on you if you make more or less in the semester. But this is it's a credit points system, and yeah, you have to fulfill all credits. There is coming back to the modules, to the list of lectures you have in your study course, the module chart, where is a description of the subjects you have per each semester. If you follow this, you are in the fastest way, and there you see for each subject how many credits you get.
Das deutsche Notensystem geht von 1 sehr gut bis 6 ganz schlecht durchgefallen. An der Universität haben wir nur 1 bis 5. Und man muss mindestens eine 4,0 haben, um noch den Kurs bestanden zu haben oder eine Prüfung geschafft zu haben. Die meisten Studierenden haben so eine 2 oder eine 3, eine 1, das ist schon wirklich etwas Besonderes. Es kommt aber auf den Studiengang an und das ist in jeder Universität ein bisschen anders. Und es gibt Studiengänge, in denen zum Beispiel noch mit Punkten benotet wird, in Rechtswissenschaften zum Beispiel. Da ist die 15, die 1, die erreicht aber fast niemand und man muss mindestens 4 Punkte haben, um eine Prüfung zu bestehen. Also das Benotungssystem geht prinzipiell von 1 bis 6. Wichtig ist aber 1 bis 4. 4,0 ist bestanden. Alles, was dahinter kommt, 4,1 ist durchgefallen. Und alles, was über 4,0 ist, 1,0 bis 4,0 ist bestanden. 1,0 ist sehr gut, volle Punktzahl, überdurchschnittlich gut und dann bewegt es sich dazwischen im bestandenen Bereich. Und was ist so vom Gefühl, was ist gut? Also eine 1 ist immer sehr gut und eine 2 ist gut, heißt man hat die Leistung erfüllt und das ist okay. Man kann in der Regel eine Prüfung wiederholen, manchmal kurz danach, manchmal muss man ein Semester warten und es gibt normalerweise sogar eine dritte Möglichkeit, eine Prüfung zu machen, aber da muss man manchmal einen Antrag stellen für eine Wiederholungsprüfung. Wenn man die aber nicht geschafft hat, dann muss man sich für ein anderes Studienfach entscheiden in der Regel. Ich kann empfehlen, dass man sich wirklich frühzeitig mit den Prüferinnen und Prüfern mal zusammensetzt und mal darüber redet, wo lagen meine Probleme in der Prüfung, um daraus auch zu lernen und Arbeitsgruppen mit anderen Studierenden zu bilden, sodass man sich besser auf eine Prüfung vorbereiten kann.